Also der Schnee lag da gestern noch nicht. Das war heute Nacht aber auch ein bisschen ungemütlich. Es hatte dann nämlich geregnet und windig war es dann auch. Aber ich habe jetzt zum Glück dieses abgebaute Jurtencamp gefunden. Ne, hier hätte eine Jurte gestanden und hier auch. Und ich konnte mich hier dann schön unter dem Dach hinlegen. Ich habe zwar trotzdem ein paar Tropfen abbekommen, aber es war alles nicht so schlimm. Ja, es wird jetzt ein bisschen ungemütlicher hier in Kirgisistan. Und wenn ich so in die Richtung da hinten schaue, sieht das alles andere als gemütlich aus. Tja, ist so. Es sind jetzt die letzten Tage des Sommers. Hier in dem Dorf ist ja auch nichts los. Es wirkt so ein bisschen wie ausgestorben. Aber meine Navi-App sagt, hier soll es ein Hostel geben. Und ich hoffe mal, die App hat auch recht. Weil ich könnte mal wieder eine heiße Dusche vertragen. Und mal gucken, wenn das nicht zu teuer ist, dann werde ich wohl mal eine Nacht hier bleiben. Weil es ist zurzeit auch echt windig und es wird ein bisschen frisch. Und da ist sich in der Natur sauber zu machen doch ein bisschen unangenehm. Aber mal gucken. Ach, der erste Versuch, der hat schon mal nicht geklappt. Eigentlich ist ja schade. Die nette Dame, die konnte sogar Deutsch sprechen. Aber die hat mir gezeigt, wo es noch ein Homestay gibt. Jetzt probiere ich es da mal. Und diese Homestays gibt es hier in Zentralasien sehr häufig, vor allem in den kleinen Dörfern. Man bekommt quasi ein Zimmer bei einer Familie und oftmals ist dann auch Essen mit dabei, also Frühstück und Abendessen und so. Das kostet jetzt 15 Euro umgerechnet. Das klingt erstmal viel, aber wenn man jetzt in ein Restaurant geht für ein vernünftiges Abendessen, zahlt man auch schon 5 Euro und teilweise 3 Euro für ein Frühstück. So, also von daher passt das schon. Man darf auch nicht vergessen, Zentralasien ist nicht Südostasien. Aber solange ich ein bequemes Bett habe, mich warm duschen kann und auch Steckdosen habe, ist das schon alles gut. Also so cool das ja auch ist, hier lang zu fahren. Aber diese Piste, die ist einfach nur so richtig zum... Ich frage mich ja, warum die Kirgisen das nicht so schlimm finden. Ach ja, stimmt. Die fahren ja alle mit dem Auto. Denkt ja keiner an Fahrradfahrer. Ich liebe dieses Land. Also Kirgisistan ist echt so ein kleiner Wildcamper-Traum. Hier habe ich auch wieder einen richtig coolen Platz gefunden, der wirklich alles bietet. Ich habe fließendes, sehr klares Wasser. Ich habe einen schönen schattigen Platz. Da kann ich mein Zelt aufschlagen. Ich habe Feuerholz. Und ich habe Internet. Zwar nicht das Allerschnellste, aber es reicht. Und ich bin hier schön abseits. Richtig gut. Mal gucken, wie morgen das Wetter mitspielt. Weil nicht weit weg, fußläufig,
Sehr nah dran ist auch ein Laden, der alles bietet. Mal gucken. Vielleicht bleibe ich einfach mal einen ganzen Tag hier und lege mir so ein bisschen die Füße hoch. So, ich sammle jetzt ein bisschen Holz zusammen. Und ich habe hier meine Unterstützer. So, und jetzt verdienen sie sich noch ein kleines bisschen Taschengeld und dürfen für mich Wasser holen. Also nicht, dass ich mich irgendwie aufspielen will oder so, aber die kleinen Kiddies, die finden das immer ganz cool, wenn sie dem Fremden helfen können. Und so werde ich dann auch ein paar kleine Scheine dann los. Und dann können sie sich ein paar Süßigkeiten kaufen. Guten Morgen. Ich glaube, das wird der erste Tag auf dieser Tour, den ich mal weitestgehend im Zelt verbringen werde. Heute Morgen um 8 Uhr war es schon richtig windig, aber für eine kurze Zeit. Und dann fing es an zu regnen. Es regnet zwar nicht doll, es tröpfelt nur so vor sich hin, aber es ist jetzt natürlich alles nass, also das Zelt vor allem und das Fahrrad. Also werde ich mal gucken, wie lange das dauert. Vielleicht habe ich heute Nachmittag ja die Chance, nochmal weiterzufahren. Oder ich bleibe tatsächlich den ganzen Tag hier. Ach Mensch. Ich habe mich doch für Team Weichei entschieden. Der Wetterbericht sagt, es wird den ganzen Tag regnen. Und da habe ich ehrlich gesagt nicht so die Lust drauf. Und zumal hier im Dorf gibt es ganz viele Gästehäuser. Kostet zwar wieder ein paar Euro, aber ich habe wenigstens Vollverpflegung. Und Strom. Aber morgen soll das Wetter wieder gut sein. Also es soll zumindest nicht regnen. Mal gucken. Und das Zelt habe ich jetzt stehen lassen. Es geht sowieso keiner im Fluss baden bei dem Wetter. Aber mal gucken, wie es morgen aussieht. Ja. Ist das cool hier. Und ich habe richtig Glück mit dem Wetter. Das ist so schön. Es ist noch richtig warm. Also ja, gefühlt so 20, 22 Grad. Das Minimum. Und ich habe noch 3 Wochen Zeit, bis ich in Almaty sein muss, um mich dann auf den Rückflug vorzubereiten. Das heißt, ich kann echt schön die Zeit vertrödeln. Ich glaube, das wird mir auch am meisten fehlen, wenn ich wieder zurück bin und meine Arbeit aufnehme, Anfang November. Einfach diese persönliche Freiheit, zu sagen, so, hier gefällt es mir, ich bleibe jetzt einfach mal hier, tu mal so einen ganzen Tag nix, sitz mal nicht 80 Kilometer oder 90 oder 60 mit dem Arsch auf dem Sattel. Also das wird mir, denke ich mal, sehr fehlen. Und vor allem diese Aussicht, es ist der Wahnsinn. So, und weiter geht's.
Ich habe hier in dem Dorf in einem Gästehaus geschlafen, was richtig gut war. Das war neu gebaut, alles sehr sauber, alles sehr modern. Und ich habe auch mal richtig durchgeschlafen. Und riechen tue ich jetzt auch wieder besser. Ha, aber heute Morgen wurde ich einmal fast über den Haufen gefahren, weil so eine Pappnase nicht richtig geguckt hat. Und bei den Geldautomaten sind sie ja auch ganz clever. Da steht dann eine Mutti am Automaten und die anderen stellen sich einfach auf der anderen Seite an und reichen dann ihre Karten immer durch. Naja, nach der dritten durfte ich dann auch mal ran. So, ein bisschen was gegessen habe ich jetzt auch. Jetzt trödel ich hier ein paar Kilometer rum und suche mir irgendwo einen Schlafplatz. Ich sage lieber nicht, wie viele Kilometer ich heute gefahren bin. Kleiner Tipp, es waren nicht so viele. Aber dafür habe ich einfach einen schönen Platz gefunden. Ich kann hier schon mein Zelt aufschlagen. Ich habe wieder eine Feuerstelle, ein bisschen Schatten, Wasser und gutes Wetter. Oh, das Solarpanel, das lädt gerade mein eines Handy nochmal auf. Und man sagt ja immer, man soll sich an den kleinen Dingen des Lebens erfreuen. Das sind für mich die kleinen Dinge. Ein schöner Campingplatz, gutes Wetter, alles was man braucht. Fehlt nur noch eine hübsche Brünette, die sich um das Abendessen kümmert. Also das ist ja mal cool hier. Lost Place hatte ich auch schon lange nicht mehr. Das ist ein bisschen dreckig, aber nicht schlimm. Sieht jetzt auch nicht so aus, als wenn sich hier die Dorfalkis treffen würden. Ich habe eine tolle Aussicht. Und das Abendessen läuft hier auch rum. Nein, Spaß. Ich finde die Gegend ja echt cool hier. So habe ich mir Kirgisistan auch ein bisschen vorgestellt. Berge, weite Landschaften, viel Natur. Hier gibt es überall Pferdeherden. Die Leute reiten hier rum. Aber das Dorf, wo ich jetzt bin, ist ein kleines bisschen verschlafen. Ich habe mich hier in einem Gästehaus einquartiert, weil ich mal wieder einen Vollservice brauche. Also Sachen aufladen, Wäsche waschen, mich selber waschen. Das tat mal wieder Not. Was nur leider ein bisschen schade ist, da hinten hinter den Bergen ist der Songkhol. Das ist der zweitgrößte See hier in Kirgisistan. Der liegt auf 3000 Metern Höhe. Allerdings führt von dem Dorf, wo ich jetzt bin, nur ein ziemlich beschissener Weg hoch. Und da wird es, glaube ich, auch recht ungemütlich sein. Im Sinne von kalt, vielleicht liegt da oben Schnee. Aber was zu sehen gibt es da oben sowieso nicht. Die Jurten, die sind wahrscheinlich alle abgebaut. Also
werde ich mir das ersparen, mich da hoch zu quälen. Da muss man im Sommer hin, so im Juli oder ich sag mal so Anfang Mitte August. Dann wird das wohl ganz schön da oben sein. Naja, man kann nicht alles haben. Das ist so eine schöne Gegend hier. Aber ich glaube, ja, so Ende Frühling muss das hier richtig toll sein, wenn alles schön grün ist. Wahnsinn. Es geht jetzt zum Issyk-Kul, der vorletzten großen Station hier in Kirgisistan. Und das ist auch gleichzeitig der größte See hier. Da will ich auch noch ein paar Tage verbringen. So, Attacke. Das ist ein schöner Platz hier. Aber leider ist es heute auch wieder so windig. Deswegen habe ich das Zelt auch schon aufgebaut, damit ich wenigstens so ein kleines bisschen Windschutz habe, wenn ich gleich kochen möchte. Und es wird im Zelt nicht ganz so frisch nachts. Weil der Sommer ist jetzt langsam vorbei. Da wird das nachts schon mal kalt. Aber was für ein toller Ort hier. Also Kirgisistan gefällt mir so gut. Ja, nur schade, dass die Tour sich langsam dem Ende neigt. Ich bin jetzt noch eine Woche hier, dann geht es kurz nach Kasachstan rein und dann fliege ich in 2 Wochen auch schon wieder nach Deutschland. Wahnsinn.